Die Hüften sind im wahrsten Sinne des Wortes Dreh- und Angelpunkte unseres Körpers. Viele sind aber gerade dort sehr unbeweglich, was zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen in den Hüften und anderen negativen Konsequenzen am ganzen Körper wie Beinlängendifferenzen, Beckenschiefstellungen sowie Knie- und Fußgelenkproblemen und sogar zu Rückenschmerzen führen kann. Schon mit diesen 2 speziellen Liebschaum-Prachtübungen, die du jetzt direkt mitmachen kannst, mach es auch, bekommst du deine Hüften Tag für Tag flexibler und leichtgängiger. Und am Schluss zeige ich dir, wie du einen Muskel, der meist massiv zu diesen Problemen beiträgt, sehr einfach und wirkungsvoll entspannen kannst. Ich weiß nicht, welche Mobilität der Hüfte bei dir eingeschränkt ist, aber die du bei dir kennst, probier doch mal an die Grenze zu gehen, löse auch durchaus eine Spannung oder einen Schmerz aus und geh in Kontakt zu deinem Schmerz. Ja? Lass ihn sagen, was mit dir los ist, nimm ihn wahr, damit du hinterher vergleichen kannst, wenn wir die beiden Übungen gemacht haben. Und schreibe auch ruhig mal einen Kommentar dazu, dass man vorher und hinterher vergleichen kann. Also ein Vorher-Kommentar sozusagen, vor den Übungen. Ja? Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehst du bitte mit deinem linken Bein mal so vor dir auf die Matte, 90 Grad im linken Knie und gehst mit dem anderen Bein schön weit zurück. Es kann jetzt sein, dass du, um das hinzubekommen, ungefähr so am Boden liegst. Ja? Also wenn du so schräg bist, dann wäre es besser, du klickst mal hier, da gibt es ein paar Übungen, die sind weniger kompliziert. Die kannst du schon mal beginnen dann zu machen, bis du irgendwann in der Lage bist, das zu machen. Ich würde mal sagen, die Grenze ist so. Ist auch noch ziemlich schräg, aber du bist schon ein bisschen gerade. Wenn du mindestens das schaffst, dann mach so. Wenn dir das hilft, ein bisschen gerade zu kommen, dann fange auch erstmal mit dem Winkel hier an. Also das heißt, wir haben 2 Einstellschrauben sozusagen. Ja? Du kannst im Laufe der Zeit dann immer hier mit dem Bein höher kommen, bis du den 90 Grad erreicht hast und im Laufe der Zeit dich immer weiter senkrecht, also Richtung senkrecht drücken, um die Dehnung zu verstärken. Wo immer du bist, geh da rein, dass du eine Dehnung jetzt einstellst, die gerade noch gut erträglich ist. Und jetzt warten wir, was passiert. Du drückst dich mit der linken Hand stetig ein bisschen weiter mit dem Rumpf nach hinten rechts, ungefähr dahin. Und merkst ja die Dehnung im linken Gesäß, in der linken Leiste sowie in der rechten Leiste. Links am Becken vermutlich merkst du was. Nimm immer dort, wo du am meisten Intensität spürst, nimm immer diesen Punkt als Grenze sozusagen, gell? Und dann wartest du, bis es alles wieder sich ein bisschen gesetzt hat. Was da passiert, ist ganz einfach. Das, woran du ziehst, Muskeln, Faszien, das gibt nach. Und je mehr es nachgibt, desto geringer ist die Intensität, sodass du immer ein bisschen weiter noch in die Dehnung reingehen kannst. Schön zunehmend reingehen. Wenn du jetzt schon ziemlich gefordert bist, dann bleib einfach dabei und mach weiter mit uns zusammen mit. Wenn noch was geht, was du steigern möchtest, dann drück mal den linken Fuß so fest wie möglich in den Boden. Und wenn du noch mehr steigern möchtest, dann drückst du auch das rechte Knie so fest wie möglich in den Boden und machst das spezielle Krafttraining, was in diese Übungen eingebaut ist. Ja, richtig fest drücken, wieder loslassen und dann drückst du dich mit dem linken Arm wieder weiter, sodass du mit dem Rumpf immer aufrechter kommst. Dann atmest du ein bisschen, wartest wieder, bis die neue Dehnung vom Körper angenommen wurde und drückst wieder mit dem linken Fuß so fest wie möglich, als wolltest du eine Delle in den Boden drücken. Richtig fest drücken und zusätzlich, wenn du magst, mit dem rechten Knie auch ganz fest drücken. Jetzt drücken Fuß und Knie. Und locker lassen und noch ein bisschen weiter in die Dehnung gehen. Den Körper noch mehr aufrecht drücken. Und wir machen das nochmal. Ja? Linker Fuß drückt und wenn du noch nicht drücken willst, dann bleibst du und gehst dauernd weiter in die Dehnung rein. Da passiert auch schon super, super viel. Jetzt wieder, du drückst mit dem linken Fuß und drückst mit dem rechten Knie. Richtig drücken, drücken, drücken. Und lass los und geh nochmal weiter in die Dehnung.
Und dann gehen wir langsam raus. Beweg dich schön langsam nach solchen intensiven Dehnungen. Vor allen Dingen, wenn du die zum ersten Mal machst. Da musst du dich wirklich hinterher vorsichtig bewegen, weil der Körper erstmal, was ist denn da passiert? Und, also das war eben die Sprache des Körpers, gell? Was ist denn da passiert? Und weiter nach hinten gehen mit dem linken Bein. Wenn es geht, rechter Winkel. Wenn nicht, weißt du ja, mach den Winkel einfach enger, kleiner. Drück dich immer weiter jetzt nach links hinten in diese Richtung und genieße die Dehnung. Vom Feeling her, natürlich ist es ein bisschen schmerzhaft, ja, aber nicht schmerzhaft in dem Sinne, dass es weh tut und du dich dagegen wehren musst. Es muss so wehtun, dass du dich gerade nicht wehren musst, weder mental noch körperlich. Ja, nicht, dass du die Faust ballen musst, um das auszuhalten, das ist alles too much. Es muss, ich sage ja immer, wie ein Aktivurlaub. Ein Aktivurlaub, da machst du auch ein bisschen Action, ja, du unternimmst was, liegst du nicht nur irgendwie faul rum, aber es ist trotzdem, es macht Spaß. Ja, es ist nicht überfordernd oder so. Und genau wie so ein Aktivurlaub müssen deine morgendlichen Übungen sein. Mein Tipp, ja. Geh jeden Morgen kurz in Urlaub, eine Viertelstunde. Wenn du wieder zurückkommst, geht es dir besser. Vielleicht geht es dann nach der Viertelstunde morgens mit den Übungen besser als in einem echten Urlaub nach einer Woche. Ich weiß es nicht, aber könnte sein, was die Schmerzen angeht zumindest. Ich spuck wieder große Töne hier, gell? Das sind aber alles keine Versprechen, ja? Das sind Möglichkeiten mit einer großen Chance. Und drück dich immer weiter nach links. Immer weiter nach links drücken. Und jetzt drückst du auch hier mit dem rechten Fuß gegen den Boden, mit dem linken Knie gegen den Boden. Drück richtig fest rein. Drück eine Delle rein. Wenn eine Delle reindrückt und mir ein Foto davon schickt und es ist kein Sandboden oder ein weicher Lehmboden, sondern ein Holzboden, ein fester, da lasse ich mir echt was einfallen. Richtig drücken. Rechter Fuß drückt, linkes Knie drückt. Richtig gegen den Boden drücken. Locker lassen und noch ein bisschen weiter in die Dehnung reinschubsen dich selbst. Aber nicht mit Geschwindigkeit. Schön sachte. Auch rechts Gesäß, merkst du wieder rechts Hüfte, links Leiste, vielleicht auch rechts Leiste. Und noch einmal drücken, ja. Rechter Fuß, linkes Knie, wenn es geht. Wenn nicht, lässt es drücken weg. Du hast trotzdem eine gute Wirksamkeit. Rechter Fuß, linkes Gesäß, wie heißt das? Knie. Knie, locker lassen und weiter rein. Und langsam wieder rausbewegen. Und stell dich mal auf und probier mal, was du fühlst. Und merkst schon einen Unterschied? Kann sehr gut sein. Sei nicht überrascht oder geschockt, wenn es sich schon besser anfühlt. Das ist möglich. Schreib mal einen Kommentar, was sich da getan hat. Und einen Begeisterungsdaumen liebe ich sehr, wie du weißt. Ja, oder vielleicht weißt du erst ab jetzt. Jetzt geh mal, halte dich irgendwo fest. Am Tisch, am Stuhl, an der Fensterbank, am Auto, völlig egal. Ja? Und geh so breit mit den Beinen auseinander, bis du merkst, oh, jetzt zieht es hier an den Innenseiten der Oberschenkel. Da verharrst du erstmal und korrigierst die Position deines Beckens. Und zwar, normalerweise neigt man jetzt dazu, ins Hohlkreuz zu gehen. Dann weicht man eine Dehnung aus. Wenn du aber gerade bleibst und das Gesäß etwas aktivierst, dann schaffst du es, die Leisten nach vorne zu bringen und den Bauchnabel etwas einzuziehen. Und dann merkst du, der Zug wird straffer. Und genau da musst du üben. Weil wenn du gewinkelt in der Hüfte das übst, fällt der Hüftbeuger raus. Das kann man machen, wenn man gezielt die Adduktoren nur ansprechen will. Aber eigentlich gehören die zusammen. Macht keinen Sinn, die Adduktoren frei zu haben. Hüftbeuger ist immer noch zu kurz. Und deswegen am besten die Hüfte aufstellen. Und immer weiter, meine Meinung, ja, immer weiter zur Seite gehen. Ich erkläre dir noch wie. Geh mit dem Gewicht ein bisschen nach hinten, dass die Fersen mehr belastet werden und klappe die Füße nach außen, die Vorfüße. Dann gehst du nach vorne, dass die Vorfüße mehr belastet werden und kommst mit den Fersen noch ein bisschen nach außen. Und dann wieder zurück und die Vorfüße wieder nach vorne und die Fersen. Und das machst du
bis du das Gefühl hast, mehr geht nicht, weil es muss ja noch positiv sein. Und jetzt drückst du mit beiden Füßen so fest wie möglich, immer mehr, so als wolltest du die Füße zusammenziehen. Und lass wieder locker. Und du merkst, du kannst ein bisschen weiter zur Seite gehen. Und nochmal, die Füße wollen zusammen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wieder locker und noch ein bisschen weiter auseinander. Und nochmal, zusammenziehen die Füße. Immer mehr zusammenziehen, locker lassen und noch ein bisschen weiter auseinander. Und jetzt das Ganze rückwärts. Immer mit kleinen Umsetzungsschrittchen. Am Schluss geht es schneller und fühl rein und schreib einen Kommentar und vergiss den Begeisterungsdaumen nicht. Ja? Fühl mal rein, vergleich mit vorher, wie es sich jetzt anfühlt. Und jetzt zeige ich dir was ganz Entspanntes. Nimm jetzt den ISG und Ischiasretter oder eine Kokosnuss oder irgendwas aus dem Haushalt, was ungefähr so eine Form hat. Wenn möglich unten auch ein bisschen rund ist. Kokosnuss ist überall rund. Ja, muss halt nur mit der Größe gucken, wie es hinkommt. Was machen wir damit? Wir legen uns da drauf. Mit was? Mit dem Gesäß. Warum? Weil der Gesäßmuskel, der ist, wo am meisten Spannung meistens bei den Menschen herrscht. Und wenn man sich da drauf legt, da ist es wie eine super gute Selbstmassage. Und du kannst ganz entspannt erst mal den Punkt suchen, wo es am meisten weh tut. Und dann mit dem Anheben der Hüfte das so dosieren, dass du gerade so das gut ertragen kannst. Und dann nimmst du ein Buch oder dein Handy oder hörst Musik, unterhältst dich, wie auch immer. Und während dieser Zeit wirkt die Schwerkraft und macht die Übung für dich. Und das Tolle an der Übung ist, dass du, wenn du danach, keine Ahnung, 5 Minuten, 8 Minuten, vielleicht sogar 10 Minuten runterkommst und dich hinstellst, dann lass dich überraschen, wie sich das anfühlt. Du siehst hier stehen verschiedene Teile und ich habe jetzt den spitzesten Teil genommen und die Rundung unten drauf gelegt und schau mal, was ich mache. Ich kann mich da jetzt wunderbar selbst massieren und kann dafür sorgen, dass der Gesäßmuskel in all seinen Untiefen, die er hat, wo der Knochen vorkommt, da die Rezeptoren, davon gehen wir aus, dass das die Funktion ist, die so entspannend wirkt, und die Triggerpunkte wegrollen und all das, das ist möglich damit. Und jetzt noch mal in eigener Sache. Das ist unser ISG und Ischiasretter. Wir haben diese Hilfsmittel, gibt es ja mehrere von, entwickelt, damit dir das Üben leichter fällt, dass du bessere Ergebnisse hast und dass du nebenbei üben kannst, ja, ohne Zeit extra dafür verwenden zu müssen. Wenn du Infos darüber willst, dann klickst du bitte hier oder auf das Bild unterhalb des Videos. Dann kriegst du alles, was dich interessiert. Und du weißt ja, die Hüfte ist so wichtig fürs Laufen. Gerade wenn die Menschen älter werden, wenn du älter wirst, wenn ich älter werde, ja. Die Hüfte soll beweglich bleiben, um auch allen Sport machen zu können, dass wir uns bewegen können. Das ist Gesundheit letztendlich. Und bitte erzähl's deswegen rum. Es gibt so viele Menschen, die haben mit der Hüfte Probleme, die haben Arthrose irgendwann drin, ja. Und wollen sich gar nicht operieren lassen, sitzen nur noch zu Hause rum. Das bringt alles nicht. Erzähl denen von den Übungen, zeig denen die Übungen, erzähl denen vom Kanal, schau dir zusammen mit ihnen die Übungen an und motivier sie, das zu machen. Die werden es dir ihr Leben lang danken, weil wenn die erstmal verstanden haben, was sie für sich selbst machen können, dann rechnen sie dir das zu, weil du hast ihnen die Info gegeben. Wenn du was für die Hüfte üben willst mit Anfängerübungen, als Anfänger, noch nicht so mit so komplizierten Geschichten, dann klickst du bitte dort. Wenn du hier unten klickst, kommst du nochmal direkt auf den ISG und Ischiasretter. Und wenn du hier klickst, dann kannst du abonnieren. Hast wahrscheinlich schon, aber wenn du es noch nicht hast, dann mach's bitte ganz schnell, damit du kein Video verpasst, und aktiviere auch die Glocke. Ansonsten, schön, dass du dabei warst. Ciao.